Hallo, meine Freunde. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Heute gebe ich dir einfache, aber starke Tipps. Du wirst lernen, wie du eine selbstbewusste Präsentation auf Deutsch hältst. Ich zeige dir, wie du deinen Inhalt vorbereitest. Ich zeige dir, wie du effektiv trainierst. Und ich zeige dir, wie du deine Nervosität kontrollierst. Am Ende gebe ich dir noch praktische deutsche Sätze. Du kannst diese Sätze in deiner eigenen Präsentation verwenden. Lass uns anfangen. Es ist wieder soweit. Vielleicht ist es das neue Schuljahr. Vielleicht fängst du ein neues Studium an. Oder vielleicht machst du gerade einen Deutschkurs. Diese Zeit ist aufregend, aber sie bringt auch Herausforderungen. Und eine der größten Herausforderungen für viele Lernende ist diese: eine Präsentation auf Deutsch halten. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du sitzt im Klassenzimmer. Der Lehrer sagt: Nächste Woche haltet ihr eine Präsentation. Plötzlich wirst du nervös. Du denkst: Oh nein, ich hasse es, vor Menschen zu sprechen. Mein Deutsch ist nicht gut genug. Alle schauen mich an. Ich vergesse meine Worte. Wenn du dich so fühlst, bist du nicht allein. Sogar Muttersprachler sind nervös vor Präsentationen. Sogar professionelle Redner haben manchmal Angst. Der Unterschied ist dieser: Sie wissen, wie man sich vorbereitet. Sie wissen, wie man trainiert. Sie wissen, wie man selbstbewusst präsentiert. Und genau das lernen wir heute. Am Ende dieser Episode wirst du nicht nur verstehen, wie man eine Präsentation hält. Du wirst dich bereit fühlen. Du wirst sagen können: Ja, ich kann das. Lass mich dir zuerst sagen, was wir zusammen machen. Zuerst sprechen wir über die Vorbereitung. Das ist der erste Schritt. Dann sprechen wir über das Training. Das gibt dir Sicherheit. Danach zeige ich dir, was du am Präsentationstag tun kannst. Ich gebe dir auch praktische deutsche Sätze. Sätze, die du wirklich brauchst. Am Ende fassen wir alles zusammen. Okay? Lass uns beginnen. Schritt 1. Vorbereitung. Bereite dich gut vor. Die Vorbereitung ist sehr wichtig. Wenn du dich gut vorbereitest, hast du schon halb gewonnen. Das bedeutet, eine gute Vorbereitung macht dich sicherer. Die Vorbereitung ist wie eine gute Karte vor einer langen Reise. Mit der Karte weißt du, wo du hingehst. Du bist nicht verloren. Genauso ist es mit Präsentationen. Der erste Teil der Vorbereitung ist dieser: Kenne dein Thema. Das ist sehr wichtig. Viele Lernende machen einen Fehler. Sie kopieren einfach Informationen von Google oder aus einem Buch. Sie lernen Texte auswendig. Das ist nicht gut. Du musst dein Thema wirklich verstehen. Du musst es mit deinen eigenen Worten erklären können. Stell dir vor, dein Thema ist der Klimawandel. Viele Lernende lernen nur Zahlen auswendig. Zahlen über die Temperatur, Zahlen über CO2. Zahlen sind gut, aber sie reichen nicht. Frag dich selbst: Kann ich diese Idee einfach erklären? Mit meinen eigenen Worten? Kann ich es einem Freund erklären, der nichts über Wissenschaft weiß? Wenn du das kannst, dann bist du bereit. Das ist die Basis. Der zweite Teil der Vorbereitung ist wichtig. Mache eine klare Struktur. Jede gute Präsentation hat 3 Teile: den Anfang, die Mitte und das Ende. Ohne Struktur fühlt sich eine Präsentation an wie eine Straße, die nirgendwo hinführt. Die Menschen wissen nicht, wo sie sind. Sie fühlen sich verloren. Aber mit Struktur fühlen sich die Zuhörer wohl. Sie wissen, wo sie sind. Sie wissen,
wohin du sie führst. So erstellst du eine Struktur. Es ist sehr einfach. Am Anfang, du stellst dich vor. Du nennst dein Thema. In der Mitte, du präsentierst deine Hauptpunkte. 2 oder 3 sind genug. Am Ende, du gibst eine kurze Zusammenfassung. Du sagst Danke. Stell dir vor, du machst eine Präsentation über soziale Medien. Das ist dein Thema. Du könntest so anfangen. Hallo, mein Name ist Anna. Heute spreche ich über soziale Medien. Zuerst erkläre ich, was soziale Medien sind. Zweitens zeige ich euch die Vorteile. Drittens spreche ich über die Probleme. Schließlich gebe ich meine Meinung und eine kurze Zusammenfassung. Siehst du? Das ist sehr klar. Das ist sehr einfach. Die Zuhörer wissen sofort, was kommt. Und wenn sie wissen, was kommt, hören sie aufmerksamer zu. Der dritte Teil der Vorbereitung ist wichtig. Notizen, nicht ganze Sätze. Viele Lernende machen einen großen Fehler. Sie schreiben jedes Wort ihrer Präsentation auf. Dann stehen sie vor der Klasse und lesen nur ab. Sie lesen vom Papier. Das ist sehr langweilig für die Zuhörer. Deine Stimme klingt dann wie ein Roboter. Das ist nicht gut. Besser ist Folgendes. Schreib nur Notizen. Schreib Stichpunkte. Schreib kurze Sätze. Zum Beispiel, statt zu schreiben, heute spreche ich über die Vorteile und Nachteile von Online-Lernen. Oder schreib einfach Online-Lernen, Vor- und Nachteile. Deine Notizen sind nur Gedächtnisstützen. Sie helfen dir, dich zu erinnern. Aber die echte Kraft liegt in deiner Stimme. Die echte Kraft liegt in deinen Worten. Die echte Kraft liegt in deiner Verbindung mit den Zuhörern. Gute Vorbereitung gibt dir den Inhalt, aber Training gibt dir das Selbstvertrauen. Das ist der Unterschied. Wie trainierst du? Hier sind 4 Wege. Trainingstechnik 1. Sprich laut. Das erste ist, sprich laut. Das ist sehr wichtig. Viele Lernende machen diesen Fehler. Sie lesen ihre Notizen nur leise im Kopf. Sie sprechen nicht laut. Das ist falsch. Das Klassenzimmer ist nicht in deinem Kopf. Das Klassenzimmer ist real. Das Publikum ist real. Du brauchst echtes Training. Du brauchst deine Stimme. Du brauchst deine Lippen. Du brauchst deine Zunge. Also, steh auf. Sprich deine Präsentation laut aus. Nicht leise. Laut. Trainingstechnik 2. Trainiere vor einem Spiegel. Das zweite ist, trainiere vor einem Spiegel. Stell dich vor einen Spiegel. Sag deine Präsentation. Schau dir im Spiegel dein Gesicht an. Wie siehst du aus? Siehst du nervös aus? Siehst du unsicher aus? Versuche zu lächeln. Versuche zu entspannen. Schau auf deinen Körper. Sind deine Arme steif? Sind deine Hände zittrig? Versuche, sie zu entspannen. Der Spiegel ist dein Freund. Er gibt dir ehrliches Feedback. Trainingstechnik 3. Nimm dich selbst auf. Das dritte ist, nimm dich mit deinem Handy auf. Mach ein Video von dir selbst. Du sprichst deine Präsentation. Dann schaust du dir das Video später an. Das ist sehr, sehr wertvoll. Du kannst dich selbst sehen. Du kannst deine Fehler erkennen. Du kannst dich selbst hören. Du wirst dein eigener Lehrer. Höre sehr genau zu. Sprichst du zu schnell? Sprichst du zu langsam? Klingst du klar? Machst du zu lange Pausen? Das ist eine der besten Übungen. Trainingstechnik 4. Trainiere mit einem Freund. Das vierte ist, trainiere mit einem Freund oder einem Familienmitglied. Bitte deinen Freund, dir zuzuhören. Sag ihm, stell mir bitte am Ende 1 oder 2 Fragen. Das ist wichtig. Im echten Klassenzimmer stellen dir die Menschen auch Fragen. Du brauchst diese Erfahrung. Und merke dir,
Du musst nicht jede Frage beantworten. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, das ist eine gute Frage. Ich weiß die Antwort jetzt nicht. Ich schaue später nach und sage es dir. Das ist professionell. Das ist normal. Je mehr du trainierst, desto selbstbewusster wirst du. Selbstvertrauen ist keine Magie. Selbstvertrauen ist Training. Jetzt kommt der große Tag. Du gehst ins Klassenzimmer. Alle schauen dich an. Du fühlst dich nervös. Was kannst du tun? Hier sind 4 Tipps. Tipp 1. Atme tief durch. Das erste ist, atme tief durch. Bevor du anfängst, nimm einen tiefen Atemzug. Atme langsam ein. Atme langsam aus. Das sendet eine Nachricht an deinen Körper. Entspann dich. Beruhige dich. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Tiefes Atmen macht dich ruhiger. Tipp 2. Steh aufrecht. Das zweite ist, steh aufrecht. Versteck dich nicht. Schau nicht auf den Boden. Steh gerade. Deine Füße stehen etwas auseinander. Das lässt dich selbstbewusst aussehen. Und hier ist das Wichtige. Wenn du selbstbewusst aussiehst, wirst du dich auch selbstbewusst fühlen. Das ist keine Schauspielerei. Das ist die Wahrheit. Die Körperhaltung beeinflusst deine Gefühle. Tipp 3. Lächle und grüße. Das dritte ist, lächle und grüße. Ein Lächeln ist sehr kraftvoll. Es beruhigt deine Klassenkameraden. Es macht dich positiver. Beginne mit einer einfachen Begrüßung. Zum Beispiel, Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Anna. Heute spreche ich über soziale Medien. Das ist warm. Das ist freundlich. Das ist gut. Tipp 4. Nutze einfache Sätze. Das vierte ist, nutze einfache Sätze. Viele Lernende denken, ich muss sehr fortgeschrittenes Deutsch sprechen. Ich muss den Lehrer beeindrucken. Aber das ist falsch. Einfaches Deutsch ist besser. Es ist leichter für dich. Es ist leichter für die Zuhörer. Zum Beispiel, sag nicht, die Konsequenzen der Nutzung sozialer Medien sind vielfältig und manchmal schädlich. Sag besser, soziale Medien haben viele Auswirkungen. Manche sind gut, manche sind schlecht. Siehst du? Das ist viel klarer. Das ist viel einfacher. Einfaches Deutsch ist selbstbewusstes Deutsch. Eine Präsentation handelt nicht nur von Worten. Sie handelt auch von Körpersprache. Und sie handelt von deiner Stimme. Hier sind 3 Dinge. Erstens, der Blickkontakt. Schau deine Zuhörer an. Schau nicht nur auf den Boden, schau nicht nur auf dein Papier. Wenn du nervös bist, schau auf freundliche Gesichter. Oder schau einfach knapp über die Köpfe der Menschen. Das sieht aus wie Augenkontakt, fühlt sich aber leichter an. Zweitens, die Hände. Nutze deine Hände natürlich. Versteck sie nicht in den Taschen. Verschränke deine Arme nicht vor der Brust. Wenn du nicht weißt, was du mit deinen Händen tun sollst, lass sie einfach locker an deinen Seiten hängen. Drittens, die Stimme. Deine Stimme ist sehr wichtig. Sprich nicht zu schnell. Viele nervöse Lernende sprechen wie ein Zug. Sehr, sehr schnell. Verlangsame dich. Mache Pausen. Pausen sind sehr kraftvoll. Sie geben deinen Zuhörern Zeit zum Nachdenken. Sie geben dir Zeit zum Atmen. Und versuche, deine Stimme zu variieren. Wenn du immer in der gleichen Tonlage sprichst, werden deine Zuhörer gelangweilt. Zeige Energie. Wenn etwas wichtig ist, sprich ein bisschen lauter. Wenn etwas ernst ist, sprich langsamer. Jetzt gebe ich dir praktische deutsche Sätze. Das sind echte Sätze, die du verwenden kannst. Das
sind Werkzeuge. Sätze zum Anfangen: Guten Morgen zusammen. Danke, dass ihr hier seid. Heute möchte ich über X sprechen. Meine Präsentation hat 3 Teile. Zuerst spreche ich über zweitens, drittens. Sätze zum Weitergehen. Jetzt schauen wir uns den nächsten Punkt an. Dann erkläre ich. Sätze zum Geben von Beispielen. Zum Beispiel. Ein klares Beispiel ist: Stell dir vor. Sätze zum Abschließen. Zusammenfassend haben wir gesehen, dass. Abschließend denke ich, dass. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen? Diese einfachen Sätze sind wie Werkzeuge. Wenn du sie nutzt, klingt deine Präsentation organisiert. Sie klingt professionell. Lass mich alles zusammenfassen. Das sind die wichtigsten Punkte. Punkt 1. Vorbereitung. Kenne dein Thema. Verstehe es mit deinen eigenen Worten. Erstelle eine klare Struktur. Schreib Notizen, nicht ganze Sätze. Punkt 2. Training. Sprich laut. Trainiere vor einem Spiegel. Nimm dich auf. Trainiere mit einem Freund. Je mehr du trainierst, desto selbstbewusster wirst du. Punkt 3. Der große Tag. Atme tief durch. Steh aufrecht. Lächle. Nutze einfache Sätze. Achte auf deine Körpersprache. Variiere deine Stimme. Punkt 4. Praktische Sätze. Nutze die Sätze, die ich dir gegeben habe. Sie helfen dir, klar und professionell zu sprechen. Das Wichtigste ist, Selbstvertrauen ist keine Magie. Selbstvertrauen ist Vorbereitung, plus Training, plus Wiederholung. Wenn du das tust, wenn du dich vorbereitest, trainierst und wiederholst, wirst du selbstbewusst. Das ist garantiert. Jetzt gebe ich dir eine Aufgabe. Das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, du kannst das. Wähle ein einfaches Thema. Es muss nicht kompliziert sein, zum Beispiel mein Lieblingshobby oder mein Lieblingsbuch oder mein Traumberuf. Dann mache Folgendes. Schritt 1. Schreib eine Struktur. Anfang, Mitte, Ende. Nicht mehr als 2 bis 3 Punkte. Schritt 2. Schreib Notizen für jeden Punkt. Keine ganzen Sätze, nur Stichpunkte. Schritt 3. Trainiere laut vor einem Spiegel, mindestens 2-mal. Schritt 4. Nimm dich auf. Hör dir dein Video an. Schritt 5. Trainiere mit einem Freund oder einem Familienmitglied. Das ist deine Aufgabe. Das ist nicht schwer. Du schaffst das. Ich weiß, dass Deutsch sprechen schwer ist. Das ist nicht leicht. Es braucht Mut. Es braucht Geduld. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Wenn du diese Tipps befolgst, wenn du dich vorbereitest, trainierst und selbstbewusst bleibst, wirst du nicht nur deine Präsentation halten. Du wirst sie gut halten. Du wirst dich stolz fühlen. Und das gilt nicht nur für Präsentationen. Diese Tipps funktionieren für alles. Für Bewerbungsgespräche, für Meetings, für Gespräche, für alles, wo du vor Menschen sprichst. Also, bleib stark. Bleib dran. Du wirst es schaffen. Danke, dass du diese ganze Zeit mit mir gelernt hast. Das bedeutet mir viel. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir wirklich. Ich hoffe, du bereitest dich vor. Ich hoffe, du trainierst. Ich hoffe, du sprichst selbstbewusst. Wenn du Fragen hast, schreib in die Kommentare. Ich lese alles. Ich antworte. Und wenn dieses Video dir geholfen hat, gib mir einen Like. Ein Like sagt mir: Danke Thomas, das war hilfreich. Ein Like motiviert mich,
noch mehr Videos zu machen. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Meine Mission ist, dir beim Deutschlernen zu helfen. Mit jeder Episode, mit jedem Video, mit jedem Satz. Schreib mir in die Kommentare, welcher Tipp war für dich am wichtigsten? Der Tipp zur Vorbereitung, der Tipp zum Training, der Tipp für den großen Tag. Ich bin neugierig, was du denkst. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, bleib stark, lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch und vergiss nicht, du kannst das, du schaffst das. Tschüss, mein Freund. Bis bald.